Namaste aus Indien. Indien. Wir waren jetzt 14 Tage hier. Heute ist der letzte Tag. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Dank Hitze draußen, Klimaanlage drin, sind wir nicht gewöhnt und ich reagiere da direkt drauf. Okay, was fällt euch denn zu Indien ein, Emmy? Wo waren wir zuerst? Zuerst waren wir in Delhi. Das ist die Hauptstadt von Indien. Da hatten wir ein Haus. Ja, ein Airbnb. Gut in der Nähe des Zentrums von Neu-Delhi. Und von da aus haben wir dann immer mal wieder Ausflüge gemacht, aber haben die Zeit tatsächlich auch viel genutzt für Video-Editing, Schule und Ausruhen. Weil so der erste Monat in Afrika war auch irgendwo ein Stück weit anstrengend. Video Teil 2, weil wir vorhin tatsächlich auf eine volle Speicherkarte gestoßen sind. Was haben wir noch alles in Delhi besucht und gesehen? Also wir haben irgendwelche Tempel besucht, aber ich weiß nicht mehr wirklich welche. Ja, stimmt. Wir haben eine Tour durch Old Delhi gemacht. Gleich am ersten oder zweiten Tag, ne? Das war gleich schon mal so ein Schock. Enge Gassen, Gewusel, viele Leute,
viel verschiedenes Streetfood, Essen, Bazar, Atmosphäre, alles durcheinander. Dazu dann noch der verrückte Verkehr, Rikscha, Tuk-Tuk, Fußgänger, Autos, alles durcheinander. Ja. Das war schon eine richtig tiefe Einführung in indische Kultur gefühlt. Genau, und da haben wir auch einen Tempel besucht. Wir haben doch sogar noch geholfen, so Teigbrote zu machen. Wisst ihr das noch, wie wir die ausgerollt haben? Und dann auch selber mitgegessen, weil in diesem Tempel eben wirklich für Tausende tagtäglich gekocht wird. Da kann jeder hingehen, kostenfrei essen. Und wir haben dann eben auch mal das probiert. Und es war gar nicht so schlecht, oder? Scharf. Ja, die Soßen waren ein bisschen scharf. Also ich fand das Brot, es hat mehr Spaß gemacht, das Brot herzustellen, als es zu essen. Okay. Und die Frauen, die da rundherum saßen, die waren auch total begeistert von euch. Von dir. Ich fand die irgendwie ein bisschen gruselig, weil die haben irgendwas zu mir gesagt, aber ich habe die nicht verstanden. Okay. Ja, ich saß auf der anderen Seite und die neben mir saß, die war immer von Leila so beeindruckt. Oh, so schön, so hübsch, so hübsch. आइए भी आइए आ गया Try. Really sweet. Und Leila? Did you like it? Magst du das? Yeah, it's really good. But how do they do the... They make a design. Pattern, first of all, yeah. They put it inside a kind of curtain, but then the shape. Yeah, then they squeeze it, yeah. Squeezing in the Emmy, willst du noch? oil. Komm, ich kann ja alles alleine essen, ja. You want some? No, I am already full. How is this? Yeah, this is very nice, yes. Jalebi. Jalebi, I think we watched one movie where We this have kid a won. Bollywood movie called Jalebi. Ah, okay. Oh, doch. Oh, Malik, nimm mal die Hand. is it spicy? A little bit. Okay, könnte ein bisschen scharf sein. Don't you eat spicy? I like, but maybe they know. Okay. You take it? Probier mal. Einfach festhalten. It is sauce. If you want mint sauce, if you want, you can try with it. Try it with this. Ja. Hat jemand Wasser? Zum Schluss, wenn wir alles aufgegessen haben, okay? Is that okay? Then you can try it. She's scared. You're scared of what? Spice. Okay. Probier mal. Try at least. Yes. Alright. So what's inside of this? Potato and some other ingredients Okay. like spices. Yeah. They mix all it up. So I don't know actually. And it is just outside. It is made by flour. So. It's really good. But now I feel it's coming later. So, do you know what is it called? Samosa. Samosa, yeah. Let's go. This way. We also have like No, you will have to wear this. All of us? All on. Okay. You will have to take off your. Oh, you're here.
Laila. Pink is for you. Pink? Pink for girl. Yeah, it's okay. Which one you will take? I don't know. Yeah, this one is good. Yeah. Oh, wow. Vollmond zu machen. Also kein Ei oder sowas. Ach so, Vollmond, okay. Andrea. And yours? My name is Swaran. Yes. So? It's okay. It's okay. Very good. It's perfect, right? Yeah. One more, please. Thank you. This way? Are you much experienced? Are you much experienced in round chapati? Because you have a round chapati, then better than your wife. What do you mean? You have a better than a roll your chapati, Yeah. better than wife. Experience, you mean? Oh. Ah, yeah. Yeah, from my mom. From my mom. It's all round and your wife has a little bit not around. Thank I you. think, you I have appreciate it. Thank you. Einfach hier auf den Boden setzen. Emmy dahin. Yes. And you? Okay. Then I. Alter, ich kann so nicht sitzen. Löffel raus, Emmy. Hand aufmachen. Thank you. Just sit comfortable. I'm trying. Right? They will bring something. Okay. Sit like. I can't. You cannot. It's okay. बच्चों को कम देना थोड़ा थोड़ा देना थोड़ा सा Thank you. Give me your phone, I can. Das ist scharf. Will you take the sugar, less sugar or a little more? For me, less sugar. The medium one. It's tea. 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 Könnt ihr mal davon mitprobieren, ne? I think they can try from us first and then. Ja, They- heiß? Yeah. This is one of the most famous tea shop here, and they open at about midnight or 1 or 2 o'clock. Really? Yes. Tea shop here. So when do all the other shops open and close again? They open early, like 10 o'clock in the morning, and 7 and 8, everything is closed. Okay.
probably 9 selling some shops, but most of them are closed at 8 o'clock. And then 7 days a week? Or? Yeah, except Sunday. Sunday it's closed. Ah, okay, so Monday till If Saturday. you are coming on Sunday, you will see nothing. Like, so really Okay. very, very chill. So there will be no one. What's up, Emmy? Emmy, warte. What is this place? This is called Nong Khada. There used to be 9 houses gates, and in front of houses, Yeah. they had 9 pots for drinking water. Ah, So okay. people used to come and drink water. So that's why this street named as 9 pots of water. Okay. Nong Khada in Hindi. Yeah, I'll okay. take a picture, please. Yeah. I should be high. No, it's okay. Oh, now we are going to the corner Yes. of Chandni Chowk, from one to another. Okay. Let's see. Ja. Hello, bhai. Die anderen sind ganz schön weit vorne. Ja, wir sind gerade ausgebremst worden. Ah, da vorne ist der Tempel, wo wir vorhin auch waren. Ausgebremst worden, ja. War da ein Gnu? Ihr müsst hier durchgehen. Sicherheitskontrolle. Kilimanjaro, Hakuna Matata. You'll be able to see the place where we are. Okay. Oh, wow. Be able to see the market and the restaurant from where we came. Ah, the cool. market was there over the temple. I took your picture. Yes, yes. This is the market. Okay. How you like it? Guck mal, das ist jetzt alles. Da hinten ist dieses Red Fort, wo wir gestartet sind. Da ist der Tempel, wo wir waren zum Essen. Und das hier ist alles Markt. We are just going around and around Yeah. the city. Das ist alles Markt. Krass, oder? It's very huge, big and big market. Ja, genau. Was haben wir noch in Delhi gemacht? Wir waren noch in den Lodi-Gärten und am India Gate. Ja. Was ist dir davon Ja. noch in Erinnerung geblieben, Emmy? Also die Lodi-Gärten, das sind so, also das ist eigentlich ein großer Park. Und da gab es auch extra eine Abteilung für Bonsai-Bäume. Das sind so kleine Bäume, aber die müssen halt so klein sein. Ja, die haben wir uns halt auch angeguckt. Und
wir sind halt einfach durch den Park noch durchgegangen. Da waren auch noch, glaube ich, 2 auch Grabstätten oder so. Unter der einen war, glaube ich, ein Mensch vergraben. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Und unter dem anderen war, glaube ich, eine ganze Familie vergraben. Genau. Auch schon sehr, sehr alt. Ich weiß auch selber schon nicht mehr, waren es Jahrhunderte oder Jahrtausende alt. Ja, aber trotzdem imposant, die Struktur zu sehen. Jetzt nicht so gut gepflegt wie etwa der Taj Mahal. Aber auch da konnte man wieder sehr, sehr gut sehen, wie alt doch die Kultur eben einfach ist. Ne? Und lustigerweise haben wir uns dann vor Ort mit einer Gruppe Studenten unterhalten, die sich das eben auch gerade angeguckt haben und den Park und den Schatten im Park genossen haben. Und das sind ja immer dann so diese Treffen, wo man dann einfach auch in Gespräche kommt, die ich besonders interessant finde, wo man einfach mal so in Austausch gekommen ist. Die haben uns ein paar Fragen gestellt, wir haben ihnen ein paar Fragen gestellt. Etwa sowas wie, ist das immer noch so, wie man es irgendwie hört aus den Medien? Werden die Kinder verheiratet oder dürfen sie selber sich den Partner aussuchen? Einfach mal wirklich mit jungen Leuten uns ausgetauscht, deren Meinungen. Und die kamen alle aus unterschiedlichen Ecken Indiens, Ja. hatten dadurch selber eigentlich ganz verschiedene Native Languages und haben uns dann aber zum Beispiel auch über das Schulsystem ein bisschen was erzählt. Dass sie im Grunde alle dreisprachig aufwachsen, immer mit einer Native Language, mit Englisch und Hindi. Ja, das fand ich auch einfach interessant. Dann, wo waren wir noch? Und, warte, und in dem Park, es war ein Streifenhörnchenparadies. stimmt. Ja, da waren sehr viele Streifenhörnchen. Weil man hat irgendwie auf einen Baum geguckt und da so ein bisschen außen rum. Und dann hat man irgendwie auf einen Blick schon 5 Streifenhörnchen gesehen. Oder sowas. Und Ja, das waren wirklich hunderte Streifenhörnchen in diesem Park. Richtig. Da steht Bonsai-Garten.
Könnt ihr euch noch an den Lotus-Tempel erinnern? Ich kann mich an den Namen erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Also, der Lotus-Tempel ist ein großer Tempel, wo aber alle Leute der Welt, glaube ich, hin können. Also, Leute, die an Jesus und so glauben, aber auch Leute, die an die Götter hier in Indien glaubt und eigentlich alle anderen auch können da hinkommen. Und das ist halt, also der Tempel sieht halt so aus wie eine große Lotusblume oder Blüte. Das ist so eine Pflanze eigentlich. So eine Blume, die auf dem Wasser Ja. wächst. Genau, deshalb gab es rundherum dann auch Pools, ne, dass es im Grunde so aussieht, auch architektonisch total schön, wie eine riesengroße Blüte auf dem Wasser. Ja. Ja. Und das Besondere, so wie du schon gesagt hast, ist einfach, dass jeder Mensch, egal welche Religion, egal welche Rasse, Ethnie, aus welchem Land auch immer, dahin kommen kann zum Beten oder Meditieren, Innehalten oder was auch immer. Und da gemeinsam, ja, einfach gebetet, meditiert oder sonst was werden kann, ohne irgendwelche Vorurteile. Wir haben dann ja so eine ganz kurze Zeremonie, ich glaube so 12 Minuten auch mitgemacht, wo dann in dieser Zeit 5, 6, 7, 8 verschiedene Leute nach vorne gegangen sind und aus allen möglichen Schriften, von der Bibel über den Koran, über die Tora, aus hinduistischen, aus buddhistischen Schriften vorgelesen bzw. eigentlich auch gesungen hat. Und ich fand das schon echt interessant. Und das Prinzip mag ich natürlich, diese Toleranz, diese Offenheit. Alle dürfen zusammenkommen. Passend irgendwie dazu, dass wir auch genau zu dem Wochenende in Delhi waren, oder beziehungsweise jetzt in Indien gerade sind, als G20-Gipfel in Delhi stattgefunden hat, unter dem Motto One World, One Family, One Future. Das fand ich irgendwie ganz passend. Irgendwie zufälligerweise fügt sich alles so. Okay, wollen wir noch mal über Tipps und Tricks vielleicht sprechen, wenn jemand, der dieses Video jetzt sieht, nach Indien kommen möchte. Was können wir so an Hinweisen mitgeben? Abgesehen davon, dass man schöne Seidensachen kaufen kann in Indien. Was fällt euch ein? Also zum Thema Geld zum Beispiel. Es ist immer gut, natürlich eine Kreditkarte dabei zu haben oder mehrere. Aber unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass hier viel mit einer App gemacht wird. PayTM oder so ähnlich. Dafür braucht man allerdings wiederum eine indische Handynummer. Und dann kann man eben damit bezahlen. Man kann damit dann auch Essen bestellen beispielsweise. Wir hatten jetzt zwar eSIMs hier in Indien, aber nur für mobile Daten und wir haben keine extra indische Nummer bekommen, sodass diese App tatsächlich für uns nicht funktioniert hat. Das heißt, wir mussten dann viel mit Cash bezahlen, mit Bargeld. Aber es ist überhaupt kein Problem. Du kannst eigentlich an fast jede ATM hier gehen und Bargeld holen. Häufig bin ich an das Limit gekommen, mit gerade mal 10.000 Rupien pro Transaktion abheben zu können. Manchmal habe ich dann aber einfach 2-3 Mal die Transaktion neu gestartet, um dann dementsprechend den Betrag, den wir gerade brauchten, oder wenn wir gedacht haben, okay, jetzt nehmen wir gleich ein bisschen Geld für die nächsten 2-3 Tage ab. Dann kann man das eben auch so machen. Aber das ist, glaube ich, schon ganz gut zu wissen. Also es wird auch viel immer noch mit Bargeld gemacht. So, Malik, du willst dich auch noch dazu kommen? Was haben wir dann noch für einen anderen Tipp für Indien? Also man kann, wenn man halt irgendwo hinfahren will, man könnte zum Beispiel einen Tuk-Tuk oder einen Rikscha nehmen. Aber das ist auch sehr wackelig und wenn man irgendwie mit Gepäck reist oder so, dann kann man sich auch ein Uber bestellen, weil das funktioniert ja auch sehr gut. Das ist so eine Art Taxi. Genau, die Uber-App.
die ja überall funktioniert, außer in Deutschland, das ja nicht so angesehen ist, aber ansonsten in aller Welt gut verbreitet ist und die funktioniert hier super. Also die haben wir sehr gerne genutzt, gerade weil wir mit 5 Personen und manchmal auch noch Gepäck dazu doch auch mal größere Fahrzeuge gebraucht haben. Und man kann direkt in der App im Grunde aussuchen, möchte ich jetzt für 4 Leute, für 5 Leute oder noch was Größeres, reicht mir eine Rikscha aus, auch die ist da drin, möchte ich einen Tuk-Tuk haben. Und dann hast du ja vor allem auch direkt schon den Preis in der Angabe mit drin. Musst das dann zwar in bar bezahlen, weil eben auch die Bezahlung über die App, die wir so haben, nicht funktioniert hat. Aber das ist ja kein Problem, wenn du vorher weißt, wie viel das ist. Und es nimmt so ein Stück weit vielleicht auch das Risiko, doch an einen Tuk-Tuk-Fahrer zu gelangen, der jetzt da wittert, Mensch, Europäer, da kann ich vielleicht doch den Preis verdoppeln oder ähnliches. Also wir haben dadurch eben wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ja. Was fällt uns noch ein? Wenn man jetzt irgendwie scharfes Essen so gar nicht verträgt, da haben wir eigentlich Ein Problem. wir haben ein Problem, ja. Also dann bleibt eigentlich vor allem nur Nahenbrot oder so, Butterbrot, Butternaan übrig. Aber so richtig Tipps, was man sonst machen kann, haben wir tatsächlich da nicht, weil Uns ist nichts passiert. uns ist nichts passiert, das stimmt. Aber selbst wenn wir gesagt haben, no spice, also keine Gewürze, es war trotzdem eigentlich immer auch scharf, oder? Ja. Ja. Ja, darauf muss man sich einfach einstellen und zur Not eben sonst wirklich vielleicht selber Essen mitbringen. Oder einfach immer McDonald's oder so essen. Naja, aber da sind die Burger auch manchmal scharf oder so, ne? Ja, muss man sich halt einen aussuchen, der nicht scharf ist. Das weißt du ja vorher nicht. Ja. Ja. Ich hatte da Butter Chicken. Gibt's ja, kann man ja auch sagen, in den ganzen Großstädten findet man ja auch Pizza Hut, Domino's. Ja, stimmt. In den Großstädten gibt es Burger natürlich King, auch KFC. die ganzen großen Ketten aus aller Welt. Da findest du auch einen Pizza Hut und einen Domino's, Und ein KFC. KFC, Burger King und wie sie nicht alle heißen, gibt es natürlich auch. Sicherlich auch hochwertige Restaurants. Ja, ist auch alles machbar. Aber wir sind ja auch hier, um mal lokales Essen zu probieren. Ja. Und dadurch haben wir eigentlich immer eine gute Mischung gemacht. Ne? Mal so, mal so. Und manchmal sah es vielleicht echt eklig aus, aber hat eigentlich sehr gut geschmeckt. Zum Beispiel in dem einen Tempel da, wo wir erst Brot gebacken haben und danach gegessen haben, hatten wir halt auch 2 Soßen dazu zum Dippen. Die waren beide eigentlich auch scharf. Und ich finde, die sahen eigentlich auch richtig eklig aus, aber waren eigentlich voll lecker. Ja, ich weiß, was du meinst mit es sah eklig aus. Es war halt auch schon ein bisschen komisch, das dann aus einem großen Metalleimer serviert zu bekommen. Ja. Und du sitzt eben auf dem Boden, wo ja vorher alle barfuß rüberlaufen. Ist für uns vielleicht ungewohnt, aber eben hier normal. Und ja, ich glaube, wenn du einfach in der Umgebung dich aufhältst, so, dann gewöhnst du dich eben auch einfach an die Sachen. Und du hast recht, das Essen hat trotzdem geschmeckt. Aber Ja. also das Essen aus Metalleimer ist ja eigentlich genau das gleiche wie Essen aus dem Topf. Ja, genau. Und das war eben dabei einfach ein Eimer, weil sie da ja tausende Leute tagtäglich versorgen. Ja. Ja. Eieieiei. 3 filet of fish menus. Meals, yes. You want large or medium? Drinks and fries? Large? Large? Okay, large. And which cold do you want? Coke, Fanta, Sprite? Sorry? Which cold do you want? Coke, Fanta, Sprite? Was wollt ihr trinken? Was wollt ihr trinken? Sprite, oder? So 2 Sprites Two Sprite? and 1 water for you. And water? Yeah, 1 water, bottled water. Can you do 1 filet of fish without any sauce? Sure. Okay. And then I take the McChicken burger as a meal as well. Okay. Large? Yeah, large. With Coke, Fanta, Sprite, sir? Coke You want with cheese or without cheese? Burger? with cheese, yes. cheese. Yeah. Anything else, sir? Und das, was du willst. Yeah, like a butter chicken grilled burger. Meal or just a burger? What? Meal. Meal or just Meal, a burger? meal. Large? Medium? What's the medium? Medium. Which cold do you want, ma'am? The Coke? With Coke? Anything else? I think that's it. Oh, that's all. That's okay. There's 3 fish meal.
Yes. 2 with Sprite, 1 with water bottle, and 1 Turkish burger with no sauce, Yeah. 1 chicken with cheese meal large, with large Coke, and 1 butter chicken meal with medium Coke. Ah, and then chicken nuggets meinst du noch, ne? Yes, and then how many chicken nuggets do you have in one? 6 pieces, 9 pieces, and 20 pieces. It's 20. 20 pieces. Yeah, 120 pieces, yes. Hast du noch so viel? Können wir mit Karte zahlen? Versuch mal, ja. Das wäre noch besser. That's all, sir? That's all, yes. We will eat here, yeah. Yeah, you can do it. Filet is in nominal. Filet is in nominal. The amount is 1,070.91. Can I pay by card? Pink fillet. This was one without mayonnaise, 1 mac chicken, 1 butter chicken, 20 piece nuggets. Matching with cheese. Order will take 5 to 6 minutes, sir. Please have a seat, sir. Okay, thank you. Just for copy. I don't need it actually, but okay. Yeah. It's okay. Thanks. Thank you. Hello. Thank you. Yeah, 2 extra. Thank you very much. Thank you. Dir auch?